Ich denke, dass man mit jedem Studiengang Karriere machen kann. Es kommt wirklich darauf an, was man möchte, das schon zu wissen. Grundsätzlich ist es auch so eher, dass es auf die Soft Skills drauf ankommt und Fachwissen kann man sich auch während dem Job dann aneignen. Und in meinem Job ist es eher so, dass man beim Beruf dann dazu lernt. Und dann wäre es auch egal, ob ich jetzt Germanistik studiert hätte oder nur BWL. Das verschwimmt dann alles ein bisschen. Ich bin die Theologie und bin Mitarbeiterin im Career Service der TU Dresden. Ziel ist es, im Career Service Studierende mit Arbeitgebenden in Kontakt zu bringen und dafür eben Möglichkeiten zu schaffen. Im Career Service bieten wir unterschiedliche Formate an. Einerseits die Beratungsgespräche, da können Studierende hingehen und sich zu Berufseinstiegsmöglichkeiten beraten lassen und eben die Lebensläufe checken lassen. Dann bieten wir auch noch Workshops an. Dieses Semester sind es auch wieder über 130 kostenlose Workshops zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Lern- und Arbeitstechniken oder Zeitmanagement, aber auch Richtung Berufseinstieg, wie zum Beispiel Vorstellungsgespräche trainieren, was sind meine Stärken oder auch Gehaltsverhandlungen. Für internationale Studierende haben wir das ganz neue Projekt Scouting DD. Da gibt es insgesamt bei uns 4 Bewerbungscoaches, die sowohl für die Studierenden der HTW als auch der TU Dresden zuständig sind. Internationals können eben ihre Lebensläufe auch da checken lassen, besprechen, okay, wie verhalte ich mich in Bewerbungssituationen, wie schaffe ich es, dass ich angenommen werde. Bei der Tour de Dresden geht es darum, die Unternehmen hautnah zu erleben und auch den Studierenden zu zeigen, ich sage jetzt mal so, die Hidden Champions, die Unternehmen, die man nicht jetzt zuerst auf den Blick hat. Und da eben mal wirklich direkt vor Ort zu sein, hinter den Kulissen zu schauen, wie sieht es in dem Unternehmen aus, wie kann ich mir so einen Berufsalltag vorstellen. Heute am Montag findet die Eröffnungsveranstaltung statt. Die Studierenden haben eben die Möglichkeit, ihre Tourkarte und ihr Tourpaket abzuholen. Ich würde mich ganz kurz vorstellen, ich bin die Theologie und wünsche euch schon mal viel Spaß. Zum Start haben wir uns überlegt, dass die Unternehmen sich alle komplett vorstellen in Pitches. Insgesamt sind es 14 Unternehmen und die Studierenden haben eben die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Genau. Und einfach ein bisschen schon auf die Exkursion an dem Tag dann vorzubereiten. Ich bin seit 2018 im Career Service und im Bachelor habe ich in Bamberg angefangen, Pädagogik mit dem Nebenfach BWL zu studieren. Ich wollte eigentlich Kindergartenleiterin werden, aber da ist mir aufgefallen, dass ich lieber mit Erwachsenen arbeite, beziehungsweise mit Studenten, Studentinnen. Und so bin ich dann zum Masterstudiengang gekommen, an der TU Dresden Weiterbildungsforschung und Organisationsentwicklung. Und durch Zufall, auch durch berufliche Erfahrungen in den Career Service gekommen und dann zu meiner jetzigen Stelle. Im Studium ist es super wichtig, Praxiserfahrung zu sammeln, weil nur dadurch weiß man ja, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Prinzipiell sagen wir immer, macht so viele Erfahrungen wie möglich, nutzt Praktikas, Werkstudententätigkeiten und dafür gibt es Praktikumsbüros an den Fakultäten, daran kann man sich wenden. Was wir grundsätzlich auch empfehlen, sind Erfahrungen im Ausland, das einfach mitzunehmen als Student, Studentin. Genau, und eben die Angebote des Career Service nutzen, um eben da zu schauen, wo liegen meine Interessen, wo sind meine Stärken und sich auch wirklich trauen, mal hinzugehen und mitzumachen. Die Tour de Dresden hat mir sehr gut gefallen. Es war ein breites Spektrum an Unternehmen, was man kennenlernen konnte in recht kurzer Zeit mit einer sehr guten Organisation. Von der Tour Dresden habe ich jetzt teilweise fachliches Wissen mitgenommen von den Firmen, die sich vorgestellt haben. Teilweise auch andere Firmenkonzepte, die zu einem passen. Viele Eindrücke gesammelt. Am besten gefallen hat mir, dass man einen gesamten Überblick über die Unternehmen bekommen hat, die halt teilgenommen haben. Dass man auch als Maschinenbauer mal in Unternehmen reingeguckt hat, die eigentlich gar nichts mit dem klassischen Maschinenbau zu tun haben. Für mich war am besten mal der Blick hinter die Kulissen einer Halbleiterfabrik. Da durften wir mal quasi in einen Bereich rein, wo man sonst nicht reinkommt. Dass ich eine bessere Vorstellung habe, wo zum Beispiel, also ich studiere Physik, wo Physiker da gut eingreifen können. Ich bin zu der Tour de Dresden über eine Instagram-Seite der Uni gekommen. Dann war es quasi ein bisschen so ein Selbstläufer, da mal mitzumachen. Ich habe eine E-Mail gekriegt von Career Service Dresden.
Tatsächlich habe ich eine Nachricht von einem Freund bekommen, der gefragt hat, ey, fahren wir da mit? Das ist noch vor dem laufenden Semester, wir waren beide in Dresden. Also ich habe eigentlich vor, viele Praktikas zu machen und teilweise vielleicht als Werkstudent tätig sein, damit ich da mehr Erfahrung habe und nicht nur theoretisches Wissen. Für die Zeit nach dem Studium habe ich auf jeden Fall 1, 2 Firmen entdeckt, wo ich mir auf jeden Fall gut vorstellen könnte zu arbeiten, die ich auch vorher überhaupt noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Ja, unbedingt. Also mitmachen sollte man auf alle Fälle. Super Erfahrung. Nichts bereut. Und am Ende haben Teilnehmenden auch die Möglichkeit, die Unternehmen beim Get-Together im Biergarten kennenzulernen. Ziel ist es eben, da in eine lockere Atmosphäre nochmal ins Gespräch mit den Arbeitgebenden in Kontakt zu treten, wenn man davor nicht die Möglichkeit hatte, in das Unternehmen zu gehen, weil man kann nicht alle 14 Unternehmen gleichzeitig besuchen. Also mein Fazit ist, dass es wirklich komplett gelungen ist. Jeder ist zufrieden, wir haben positives Feedback bekommen, sowohl von der Unternehmensseite als auch von der Studierendenseite. Viele haben auch mehrere Exkursionen besucht, also was auch unser Ziel war, genau. Von einer Studentin haben wir auch mitbekommen, dass daraus auch schon ein Bewerbungsgespräch entstanden ist. Und das ist für uns natürlich ein besonderes Highlight. Also Tour de Dresden hat super viel Spaß gemacht zu organisieren. Man merkt, dass die Unternehmen total offen sind für so ein Format und die Studierenden es auch sehr gerne annehmen. Und wir denken, das wird nicht die letzte Tour sein, sondern es wird eine andere Edition noch geben. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, wie meine Arbeit im Career Service ist. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr vorbeischaut und unsere Angebote mitnutzt. Für das letzte Video klickt gerne hier. Und wenn ihr ein anderes Video gerne anschauen wollt, dann klickt hier unten und abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke, um nichts zu verpassen.